Hallo und willkommen zurück zu Algorithmen Datenstrukturen. Heute natürlich die versprochene Implementierung von Heapsort in Python. Und hier kleiner Spoiler vorweg, wir werden zwei Implementierungen benutzen. Einmal die man in Python in der Praxis verwenden würde, weil die sehr, sehr komfortabel ist, sehr effizient, weil auf Pythons Seite sehr viel optimiert wurde, dafür aber natürlich zur Veranschaulichung nicht ganz so gut dient, weil im Endeffekt alles schon für euch gemacht wurde. Und dann wollen wir das Ganze natürlich noch selber implementieren. So, die Library, die wir dazu benutzen, die haben wir vor kurzem in der Challenge benutzt, und zwar ist das HeapQ. HeapQ ist genau das, was wir erwarten würden, ein Heap-Baum sozusagen, allerdings als Liste, nur reingeschrieben, es wird allerdings als Baum interpretiert, mehr oder weniger. Und wir brauchen hiervon zwei Varianten, nämlich einmal HeapPop und einmal HeapPush. Das sind die beiden Funktionen, die hier eigentlich alles für uns tun. So, und dann habe ich hier mal über random 9999 zufällige Elemente erstellt und ja, die einfach zwischen 0 und 999 liegen und habe das ganze Ding dann mal sortiert. Aber die Sortierung müssen wir natürlich noch selbst machen, und hier ist es jetzt folgendermaßen. Diese Liste ist ja offensichtlicherweise nicht sortiert, also zumindest sollte sie das nicht sein, weil wir hier zufällige Elemente haben. Und wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir bauen uns einen Heap auf, der, wie gesagt, einfach nur eine Liste ist, und von dieser Liste wird der Baum dann quasi interpretiert. Und jetzt fügen wir einfach jedes Element aus unserer Liste hier in diesen Heap ein, und schon haben wir uns quasi einen Heap gebaut. Das ist nicht ganz in place. Man könnte das jetzt auch in place machen, wenn man wollen würde, aber so ist es deutlich anschaulicher, und ganz ehrlich, 9999 Elemente sollten hier eigentlich kein Problem sein. Das heißt, for i in unserer Liste wollen wir natürlich in unseren Heap einfügen. Achtung, jetzt nicht einfach heap.append machen, wie man das normalerweise in Python macht, sondern wir müssen das in einen Heap pushen. Ja? Das bedeutet Heap Push. Und hier sagen wir, was ist denn eigentlich die Liste, die dein Heap darstellen soll? Naja, das ist unser Heap. Und welches Element möchtest du pushen? Naja, das ist unser i. So, und das war's quasi schon. Und jetzt können wir schon unser Ergebnis zurückgeben, nämlich eine sortierte Liste, indem wir einfach den Heap wieder abbauen. So, das bedeutet, wir bauen erst den Heap auf und dann bauen wir ihn wieder ab, so wie wir es erwarten würden. Und zwar sagen wir hier return eine Liste natürlich aus allen Items aus dem Heap, aber bitte in Heap-Reihenfolge abgebaut, und das bedeutet Heap Pop. Naja, das ist unser Heap, also bauen wir von dem Heap ab, und zwar vor Bodenstrich in Range von len vom Heap. So, und damit haben wir schon quasi unsere sortierte Liste, die wir hier sehen können. Ja, das sind eigentlich... Moment, da stimmt was nicht. Das kann eigentlich nicht sein, weil wir hier... ja, natürlich. Ich habe aus Versehen Radix ausgeführt. Ich will natürlich den Heap ausführen, weil wir hier natürlich nur bis 999 gehen. Es macht keinen Sinn, dass wir da plötzlich Zahlen über 10.000 bekommen. Also wir sehen hier, es sind wirklich viele Elemente, und quasi jedes Element ist mehr als einmal vorhanden. Vielleicht sollten wir hier auf solche Zahlen hochgehen. Da sehen wir dann schon, okay, manche Zahlen sind eben nicht dabei. Das ist schon mal gut. Und ja, das sieht doch eigentlich schon mal sehr sortiert aus, möchte ich behaupten. Jetzt natürlich die große Sache, das hätte jetzt jeder schreiben können, ja. Das ist jetzt nicht wirklich der Algorithmus, weil im Endeffekt wird ja schon alles für uns erledigt. Deswegen wollen wir hier natürlich das Ganze auch noch selber machen. Und zwar sagen wir jetzt hier dev own Heapsort, own Heapsort, und jetzt wechseln wir quasi über zu der Selbstimplementierung. Und im Endeffekt ist es natürlich genau dasselbe. Ja? Wir wollen hier wieder unsere unsortierte Liste L übergeben, und hier müssen wir allerdings noch eine Sache einfügen, nur damit wir das vollständig haben. Wenn die Länge der Liste hier 1 ist, also oder kleiner gleich 1 ist, dann können wir natürlich nichts hinzufügen und dementsprechend auch nichts abbauen. Das heißt, wenn wir hier len von List kleiner gleich 1 haben, dann geben wir einfach direkt die Liste zurück, return L. So, und genau den Teil machen wir hier unten auch. Das heißt, wenn die Länge der Liste kleiner gleich 1 ist, dann geben wir direkt die Liste zurück. Das ist, ja, das brauchen wir hier einfach. In unserem Fall wird sie das aber in den wenigsten Fällen sein, denn wir haben hier 9999 Elemente. Und hier sagen wir jetzt einfach Folgendes. Erstmal müssen wir unseren Baum aufbauen, und dann müssen wir ihn wieder abbauen. Im Endeffekt genau das, was wir hier oben gemacht haben. Erst aufbauen, dann abbauen. Okay, wie machen wir das? Naja, wir sagen hier zur Vereinfachung erstmal, wir wollen die Länge unserer Liste in die Variable n reinschreiben, weil das im Endeffekt dann unsere Elementeanzahl ist.
Und hier gehen wir jetzt einfach her und bauen uns das Ganze auf mit einer weiteren Funktion, die wir uns selber schreiben wollen. Und zwar def heapify. Davon habe ich ja in der Erklärung schon gesprochen. So nennen wir das Ganze einfach, wenn wir was aufbauen wollen. So, jetzt, wie sieht das Ganze denn aus? Was brauchen wir denn überhaupt zum Aufbauen? Naja, unser Heap natürlich erstmal. Das wird wie hier oben auch, also wie bei der ehemaligen Funktion von Python, wird das auch eine Liste sein. Und wir brauchen die Anzahl an Elementen, weil wir natürlich den Baum auffüllen müssen. Und wir brauchen allerdings auch ein i. Beziehungsweise vielleicht eher ein Max-Index. Dann wissen wir schon, was es gleich bedeutet. So, und jetzt wissen wir schon, was wir hier eigentlich genau machen müssen. Wir müssen nämlich hier quasi durch die Elemente mehr oder weniger durchiterieren. Nicht direkt durchiterieren. Denn im Endeffekt, wenn wir uns nochmal die Tauschvorgänge ansehen, dann merken wir, wir müssen nicht wirklich n Elemente tauschen. Wir müssen nur maximal n halbe Elemente tauschen. Denn wir tauschen ja immer nur mit den Parents, ja. Das bedeutet, wenn wir tauschen, dann haben wir eigentlich schon einen Teil erfüllt und müssen halt nicht mehr komplett alles, naja, jedes Element mit jedem vergleichen. Ansonsten können wir ja gleich ein normales Insertion Sort oder sowas machen. Und deswegen ist es ja effizienter, ne? Deswegen sagen wir jetzt hier, wir gehen quasi durch n halbe Elemente durch, oder wir machen das Ganze jetzt hier n halbe Mal mit for i in range von n halbe, Achtung, ganze Zahl hier bitte. Und zwar wollen wir das, wollen wir quasi unsere Liste L überschreiben. Also L ist gleich, und hier benutzen wir jetzt heapify, das ist die Funktion, die quasi für uns das Ganze austauscht. Und zwar wollen wir hier natürlich die Liste übergeben als Heap, weil wir auf dem Heap quasi arbeiten. Wir wollen ein n übergeben, wobei das unser normales n ist, die Anzahl an Elementen. Und wir wollen unser i als Index, als Max-Index sozusagen übergeben. Und damit überschreiben wir quasi unsere Liste L wieder. Okay, jetzt haben wir natürlich hier noch nicht wirklich irgendwas implementiert. Eine Sache brauchen wir hier allerdings noch. Wir müssen das Ganze rückwärts machen. Warum? Da komme ich gleich drauf. So, das werden wir auch gleich sehen. Okay, einmal ganz kurz alles ein bisschen hübscher machen. Und so. Also jetzt, wie machen wir das mit dem Tauschen innerhalb des Heaps, dass wir hier auch wirklich den Heap fertig aufgebaut haben? Beachtet bitte hier, wir geben jedes Mal eine Liste wieder zurück, beziehungsweise den Heap zurück und überschreiben unsere Liste wieder. So, okay. Um nochmal ganz kurz auf diese Grafik hier zurückzukommen, wenn wir das Ganze heapifyen, dann sieht ein Tausch zwischen zwei Elementen so aus. Wenn wir hier quasi das unterste Element, also das kindeste Kind-Element tauschen mit seinem Parent, dann tauschen wir im Endeffekt die Elemente 3 mit 8. Ja? Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie sieht das, also das ist wirklich die Indexliste hier quasi. Also wir tauschen wirklich das Index 3 mit Index 8. Ja? Wir würden aber Index 9 mit Index 4 tauschen. Wir würden Index 5 mit Index 2 tauschen. Wir sehen, das ist abhängig von einer Menge Sachen. Wir überlegen uns mal, was wir hier genau tauschen wollen. Zunächst mal, wenn wir hier die 0 haben, dann tauschen wir maximal links und rechts damit. Das heißt, die beiden Elemente tauschen wir. Also im Endeffekt, wenn wir weil wir i als Element haben hier quasi, wenn wir i als 0 haben, dann tauschen wir maximal i plus 1 und i plus 2. Wenn wir allerdings hier die 504 haben, das ist die 1 hier, okay, dann tauschen wir 3 und 4 damit. Das wäre in dem Fall nicht plus 1 und plus 2, sondern, naja, plus 2 und plus 3. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt hier mal 2 rechnen würde, also 2 mal 1, dann wäre ich ja bei 2, plus 1 wäre die 3, plus 2 wäre die 4. Das heißt, ich habe 2 mal meinen Index plus 1, beziehungsweise plus 2 für das rechte Element. Hier ist es genau dasselbe. Wenn ich hier meine 2 habe, dann habe ich mal 2 wäre ich bei 4. Plus 1 wäre ich bei dem 5. Element, das wäre die 53, plus 2 wäre ich wieder bei dem rechten Element. Das bedeutet, mein linkes Tausch, also mein Element, mit dem ich tausche, mein Parent-Element, das ist im Endeffekt mein Index. Mein linkes Element allerdings ist im Endeffekt 2 mal mein Index plus 1, mein rechtes Element ist 2 mal Index plus 2. Und ja, das ist im Endeffekt genau die Magie, die wir hier brauchen. Das heißt, mein Parent ist gleich mein Index, beziehungsweise mein Max-Index, um genau zu sein. Und mein linkes Element, also left child,
Mein Left Child ist 2 mal mein Max-Index plus 1. Mein Right Child ist gleich 2 mal mein Max-Index plus 2. Und das ist im Endeffekt die ganze Berechnung für die Elemente. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, tauschen wir? Wenn ja, wie tauschen wir? Und wir haben noch ein Problem. Was ist eigentlich, wenn wir hier unten mit der 4, also wenn wir jetzt hier die 409 betrachten, wir haben hier 2 Elemente, die wir theoretisch damit tauschen könnten. Das heißt, 409 könnte tauschen mit 174 und mit einem Element, das es nicht gibt. Das bedeutet, 4 mal 2 ist natürlich 8, plus 1 wäre 9, das ist fein, mit dem können wir tauschen, aber eventuell haben wir kein rechtes Element mehr. Das heißt, das müssen wir auch mit abfangen. Das heißt, wir brauchen erstmal die Möglichkeit, dass wir einmal links tauschen. Also, wenn unser linkes Element, Left Child, kleiner ist als n, dann dürfen wir überhaupt das linke Element tauschen und überhaupt in die Hand nehmen. Und dann sagen wir hier, okay, was ist die zweite Tauschbedingung? Naja, da muss natürlich Heap von unserem Index, also unser Parent-Element, Heap von Parent muss kleiner sein als Heap von Left Child. Denn dann tauschen wir die beiden quasi mit. So. Und ich mache jetzt hier mal ganz kurz was. Ich tausche das wieder zu i rüber. Wir sagen hier wieder i dazu und hier auch i, damit es vielleicht eindeutiger ist, was ich meine. Und hier sagen wir, ein neues Max-Index setzen wir erstmal auf i drauf. Und das ist im Endeffekt nur mein Element, das ich gerade angucke, während mein Max-Index gerade auf das richtige Element zeigt. Und hier sehen wir jetzt, okay, ich kann meinen Max-Index überschreiben und zwar mit meinem linken Kind-Element sozusagen. Denn das linke Kind-Element ist ja offensichtlich größer als der Heap, ja, als das Parent-Element. Das heißt, die beiden möchte ich gerne tauschen. Jetzt haben wir hier allerdings noch ein Problem und zwar, wir dürfen nicht tauschen, wenn das rechte Kind-Element auch größer ist. Ja? Das bedeutet, wir sagen hier zusätzlich, wenn unser rechtes Element, also Right Child, erstmal gültig ist, das heißt kleiner ist als n, und wenn unser rechtes Kind größer ist als unser Max-Index in dem Fall jetzt, also Heap von Max-Index, Achtung, nicht Parent, sondern Max-Index, weil es könnte ja sein, dass wir hier einen Dreiertausch haben, also dass unser Parent schon kleiner war als links, aber dann muss ich trotzdem gucken, ja, was ist denn von den beiden größer? Ist das linke Kind größer oder ist das rechte Kind größer? So kann ich mir einen Vergleich hier sparen, indem ich hier einfach Max-Index überprüfe und nicht Parent. Das kann ich hier oben auch reinmachen, das muss ich allerdings nicht hier oben reinmachen, weil das natürlich zuerst ausgeführt wird. In dem Fall ist jetzt Parent noch Max-Index. So, wenn also der Heap von Max-Index kleiner ist als Heap von Right Child, dann tausche ich die beiden nochmal sozusagen. Das heißt, ich setze meinen Max-Index auf mein rechtes Kind. Und ja, jetzt muss ich nur noch tatsächlich vertauschen, aber das mache ich natürlich nur, um ein bisschen Rechenleistung zu sparen, wenn Max-Index nicht irgendwie gleich meinem i ist. Das heißt, wenn es ungleich i ist, dann muss ich überhaupt tauschen, ansonsten kann ich es mir komplett sparen. Und dann sage ich hier tatsächlich Heap von i und Heap von Max-Index werden vertauscht. Und zwar als Heap von Max-Index und Heap von i. So, und das ist im Endeffekt die Python-Art und Weise, das zu tauschen, ohne dass man jetzt eine Zwischenvariable braucht. Je nachdem, welche Sprache ihr verwendet, müsst ihr hier halt noch was zwischen reinschreiben, weil ihr eben nicht zwei Variablen direkt in einer Zeile deklarieren könnt. Das ist relativ angenehm, aber ist jetzt nicht wirklich was Besonderes, sage ich jetzt mal. So, und der neue Heap, wie definiert der sich jetzt? Naja, der neue Heap ist im Endeffekt, ihr habt es richtig geraten, Heapify. Das ist nämlich ein rekursiver Aufruf von unserem Heap, von unserem Element n und von Max-Index. Denn wir müssen ja quasi den nächsten Teilbaum auch noch heapifyen. Aber das müssen wir nur machen, wenn wir überhaupt was zu tauschen hatten. Ja, ansonsten brauchen wir das ja nicht. Aber wir gehen jetzt quasi her und sagen, okay, wir fangen, also wenn wir uns noch mal kurz angucken, wir fangen ja bei dem größten Element an, also bei Range n halbe. Das wäre in dem Fall hier gerade die 4, weil wie gesagt, wir brauchen ja nicht die anderen Elemente auch noch angucken. Die sind ja quasi nur noch Kind-Elemente, also hier die 5 und die 6 und die 7, die 8 und die 9, die haben ja keine Kinder mehr, die können wir quasi weglassen. So berechnen sich ja die Kind-Elemente, sie sind einfach weiter hinten in unserem Heap. Deswegen muss ich hier nur bis n halbe abgerundet gehen. Aufrunden würde auch keinen Sinn machen, beim Aufrunden würde ich hier schon wieder zu der 5 kommen, deswegen runde ich hier ab. Wenn ich jetzt allerdings noch ein 10. Element habe, dann brauche ich natürlich genau die Hälfte, das heißt, ich lande auch wieder bei der 4 und brauche hier auch das Ganze nicht zu machen. Okay,
Und ja, jetzt habe ich hier im Endeffekt die 409, die überprüfe ich, okay. Und wenn ich da jetzt hier was zum Tauschen habe, dann muss ich natürlich eventuell noch weiter nach oben tauschen, ja. Das bedeutet, ich muss hier quasi sagen, nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir hier die 200 und die 712. Ich habe die 200 mit der 712 getauscht, jetzt muss ich die 712 noch mit der 504 tauschen und ich muss die 712 eventuell noch hier nach oben tauschen. Deswegen muss ich hier quasi das Ganze rekursiv aufrufen und sage, okay, für jedes Blatt, was ich hier tausche, muss ich natürlich auch eventuell meine Blätter weiter nach oben tauschen und erst dann habe ich einen wirklichen Heap fertig gebaut. Das ist dieser Aufruf hier. So, und hier kann ich natürlich dann den Heap einfach zurückgeben und das funktioniert dann soweit. Okay, das heißt, wenn wir das hier jetzt n halbe Mal gemacht haben, sprich für jeden einzelnen Blattknoten, also für die 4, nicht für jeden einzelnen Blattknoten, sorry, für die Parents der Blattknoten, also die 4, die 3 und so weiter und so fort, die 2, die 1 und die 0. Dann habe ich hier im Endeffekt einen fertigen Heap aufgebaut. Und ja, was ich jetzt noch machen muss, ist, also jetzt habe ich ja meinen fertigen Heap. Das ist im Endeffekt dieser Zustand hier, wo ich mein erstes Mal sagen kann, ich habe hier alles, was ich brauche und mein größtes Element ist in der Wurzel. Den können wir uns eigentlich mal ganz kurz ausgeben, würde ich sagen. Und wir sparen uns jetzt mal hier den Heap-Sort, den normalen Heap-Sort und rufen einfach nur den hier auf. Dann sagen wir hier mal Print von L. Und hier machen wir mal vielleicht keine 9000 Elemente, sondern nur 10 Elemente rein. Dann geht es auch ein bisschen besser zu lesen. So, okay, wir haben hier offensichtlich 8238 als Wurzel. Und das ist auch tatsächlich mein größtes Element. Das ist auch der Sinn von der ganzen Sache, ja. Allerdings haben wir natürlich hier keine sortierte Liste. Die 5000 ist natürlich weiter hinten. Aber wenn wir uns das so überlegen, die beiden hier sind die Kinder von dem hier. Die beiden sind auch tatsächlich größer als der Rest der Liste. Und dann haben wir hier nochmal die Kinder von der 8000, das wären die beiden hier. Und die Kinder von der 7000, das wären die beiden hier. Und ja, damit passt das eigentlich ganz gut soweit. Was ich jetzt noch brauche, ist eine natürliche Ausgabe von dem ganzen Ding hier, ne? Das ist klar. Und zwar gehen wir hier auch wieder reverse natürlich durch, weil unser Heap ganz am Anfang sozusagen sein erstmal größtes Element hat. Und ja, also ganz kurz hier for i in reversed range von, range von 1,n. Warum jetzt 1,n? Naja, das nullte Element dürfen wir uns ja quasi erstmal nicht angucken, weil unser nulltes Element ist ja unser größtes Element erstmal. Das bedeutet, wir können uns das sparen und eigentlich direkt hinten anhängen. Also das ist ja quasi schon, unsere Wurzel ist das größte Element, also schieben wir das nach ganz, ganz hinten. Und dort schreiben wir das sozusagen fest. Und das ist genau dieses i-reversed, was wir hier meinen. Und zwar, wenn wir hier das größte Element als erstes haben, dann können wir das genau da reinschreiben. Das heißt, wir sagen L von i, das ist jetzt mein letztes Element aktuell in meiner Liste drin. Und hier freeze ich sozusagen mein erstes Element in der Liste, weil das ist die Wurzel und die ist das größte Element gerade. Das heißt, L von 0 wird hier gefreezed. Wir sagen L von 0. Und wir tauschen L von 0 mit L von i, also dem letzten Element in unserer Liste, also dem kindesten Kind-Element. Das ist dieser Schritt hier. Das heißt, wir bekommen die 174 plötzlich hier oben rein und freezen die 999, die die ehemalige Wurzel ist, hinten fest. So, das ist dieser Schritt, den wir hier gerade machen. Und den wiederholen wir jetzt die ganze Zeit. Allerdings müssen wir, wenn wir das gefreezed haben, natürlich erstmal die Liste neu sortieren. Das heißt, wir sagen hier L ist gleich Heapify von der Liste L und unserem i. Und Achtung, was ist jetzt natürlich unser i, unser Element, das wir freezen oder das wir heapifyen wollen? Naja, wir müssen natürlich die Wurzel heapifyen, ja? Das heißt, wir müssen nur die Wurzel quasi richtig tauschen. Wir müssen die Wurzel eventuell mit ihren Kindern tauschen und dann ist das eigentlich alles wieder sortiert. Jetzt, warum haben wir hier als Anzahl an Elementen nur n Elemente gewählt, beziehungsweise i-Elemente gewählt? Naja, das ist einfach deswegen, damit wir hier nicht aus Versehen wieder die gefreezten Elemente mitwechseln. Das bedeutet, wir fangen ja hier mit unserem größten Element an und wenn wir jetzt alle Elemente wieder tauschen würden, dann würden wir wieder die ehemalige Wurzel ganz vorne hinschreiben. Natürlich wieder als Wurzel, als größtes Element. Aber damit das eben nicht passiert, sagen wir hier halt, stopp, du wirst nicht mehr mitgetauscht werden.
Und ja, genau, jetzt können wir hier tatsächlich schon unsere Liste zurückgeben. Das heißt, wir können hier L zurückgeben. Und lasst mich das kurz einmal verschönern, so ist besser. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist. Wir sehen hier, das ist zumindest eine sortierte Liste von klein nach groß, so wie wir das gerne haben wollen. Wir können das auch mehrfach ausführen natürlich und wir sehen auch hier wieder schöne sortierte Liste. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch noch überprüfen. Und zwar, wir sagen hier dann L ist gleich und das hier. Und wir gehen jetzt hier mal einmal durch und zwar sagen wir hier for i in Range von 1 und len von L. Und überprüfen, wir asserten sozusagen, dass L von i minus 1 kleiner ist oder gleich groß zumindest als L von i. Weil wenn sie gleich groß sind, dann müssen wir sie ja auch tauschen. So, und wenn wir das hier haben, dann sehen wir hier Process Finish with Exit Code 0 und am Ende können wir gerne noch die Liste ausgeben, nochmal print L. Und ja, wir sehen hier, es gibt keinen Fehler dabei. Jetzt machen wir mal die Range ein bisschen größer und sagen hier mal, wir machen 9999 Elemente rein. Es ist immer noch richtig sortiert, das heißt, wir haben es offensichtlich richtig implementiert. So, jetzt kommt es natürlich noch drauf an, auf die Benchmarks vielleicht. Und zwar wollen wir hier vielleicht sagen, wir wollen das Ganze Original L und wir wollen hier tatsächlich mal benchmarken, welcher von den beiden Algorithmen schneller ist. Dementsprechend deep copyen wir uns das Ganze erstmal, machen das mit dem eigenen Heap Sort und machen das dann mit dem Heap Sort von Pythons Seite. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, welcher von den beiden braucht eigentlich länger und zwar für wie viele Elemente. Und dazu nimmt man hier normalerweise wirklich eine frische Liste. Das heißt, wir brauchen eigentlich diesen Befehl in unserem ganzen Heap Sort drin. Aber das lassen wir jetzt trotzdem mal, damit wir hier quasi den Unterschied sehen können, also zwischen den beiden, damit wir hier auch wirklich was haben. Und jetzt machen wir hier mal Import TimeIt. Ja? Also TimeIt. Das ist quasi ein Benchmarking-Tool. Und zwar ja, kann man das eigentlich direkt hier printen, print TimeIt.TimeIt. So, und jetzt, welches Statement haben wir hier? Also Statement ist erstmal, naja, ist tatsächlich einfach ein String, muss man einfach so sagen. Und wir sagen hier jetzt einfach, was wir hier rein haben wollen. Wir sagen, wir wollen ownHeapSort ausführen und zwar auf einer Liste, die das hier hat. Okay? Jetzt machen wir hier allerdings mal ein bisschen mehr Elemente rein. Und zwar sagen wir hier, wir wollen mal hier wirklich große Listen haben. Okay? Und ja, vielleicht machen wir es einmal weniger. Und jetzt wollen wir das Ganze, also man kann auch angeben, wie häufig man das ausführt, aber das kann man auch einfach so drin lassen. Standardmäßig weiß ich gar nicht genau, ist die Anzahl aber auf jeden Fall groß genug. Und was wir hier aber machen müssen, ist, wir müssen hier Setup ist gleich Import, Import Bodenstrich Module, Module reinschreiben. Wobei wir Import Module erstmal setzen müssen und zwar auf, was? Nein. Okay, ich wusste nicht, dass es das tatsächlich gibt. Ja, okay, dann schreiben wir uns das vielleicht selber. Okay, dann benutzen wir hier einfach unsere Imports von selber und zwar wollen wir hier natürlich die beiden hier fertig importieren und zwar sagen wir hier Imports, schreiben wir einfach Imports rein. Also Achtung, wir brauchen hier natürlich 3 Anführungsstriche, ups, 3 Anführungsstriche, so 1, 2, 3, okay. Und jetzt können wir hier die Imports einfach verwenden, quasi als Multi-Line-String. Das war eigentlich das, was ich mit Import Modules haben wollte. Wobei wir uns das gerade hätten sparen können, sorry. Ich habe vergessen, dass wir natürlich auch noch die Funktion brauchen, dann sagen wir hier einfach Globals dazu. Und setzen eigentlich die Globals gleich Global. Das sollte eigentlich reichen. So, und jetzt sehen wir hier, okay, Sekunde, sehen wir überhaupt? Ah ja, es wird nur einmal ausgegeben, genau. Und jetzt wird das hier einige Male durchgepaukt und zwar, ja, dieser ganze Befehl hier wird hier gleich mehrfach durchgerechnet, ja. Das heißt, wir benchmarken nicht nur, sondern wir benchmarken gleich mehrfach. Und deswegen ist es eigentlich eine relativ interessante Angelegenheit. Ich breche das jetzt trotzdem nochmal ab, weil wir hier natürlich das Ganze mehrfach brauchen. Wir brauchen nicht nur den ownHeapSort, sondern wir brauchen natürlich auch den normalen HeapSort. Und vielleicht setze ich hier doch die Range wieder ein bisschen kleiner, weil wir es wie gesagt mehr als einmal machen, damit das nicht so ewig läuft.
Weil, wie gesagt, also das wird mehr als einmal ausgeführt hier. Wir können mit Repeat angeben, wie häufig es ausgeführt wird. Ich meine, der Standard sind 100, aber nagelt mich da nicht drauf fest. Das müsste ich jetzt erstmal kurz nachrecherchieren. Gut, aber ich schneide das jetzt natürlich erstmal raus. Und zwar, ja, kommt ihr wieder dazu, wenn es fertig ist. Sorry, ich muss tatsächlich hier nochmal ganz kurz einhaken. Und zwar, ja, ich weiß, das hört sich jetzt komisch für euch an, aber die Anzahl ist nicht 100 bei Default, sondern 1.000.000 Mal wird das gemacht. Und das ist mir tatsächlich ein bisschen zu lang zum Warten. Ich muss tatsächlich sagen, ja, das muss nicht so gut gebenchmarkt sein. Ihr könnt das gerne 1.000.000 Mal laufen lassen, aber mir reichen 1.000 Mal absolut aus, um das Ganze hier zu berechnen. So, wir sehen einen gewaltigen Unterschied zwischen den beiden Implementierungen und den möchte ich auch noch mal ganz kurz ein bisschen erklären. Und zwar unsere eigene Implementierung kostet uns 32,53 Sekunden, wenn wir hier 9.000, also quasi 10.000 zufällig gezogene Zahlen und ja, das Ganze 1.000 Mal ausführen. Unsere Python-Implementierung HeapSort, also die Variante, die hier eben HeapQ verwendet, die wir am Anfang benutzt haben, die braucht gerade mal für quasi exakt denselben Aufruf. Klar, natürlich können wir auch Glück gehabt haben, aber deswegen führen wir es ja 1.000 Mal aus, damit wir Glück sozusagen normalisieren, braucht gerade mal 6,39 Sekunden zum Ausführen. Und das ist schon wirklich ein gigantischer Unterschied. Das ist Faktor 5, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr als Faktor 5, oder? Ungefähr. Ja, doch, Faktor 5 kommt ziemlich genau hin. Und hier sehen wir einfach, wie stark optimiert einfach Python-Code ist, der direkt aus Python-Libraries stammt. Deswegen, wenn ihr könnt, es ist nicht nur so, dass es leichter zu schreiben ist. Also ich meine, das hier brauchten wir für den eigenen und das hier brauchen wir für den eigenen. Klar, zum Verständnis ist es wichtig, aber wir sehen hier, diese kurze Implementierung hier ist 5-mal so schnell. Python-Code ist wahnsinnig schnell, wenn man Python-Libraries benutzt, aber nicht unbedingt schnell, wenn man nicht mit Python-Libraries arbeitet. Deswegen würde ich euch immer diese Variante empfehlen. Schreibt mir gerne mal eure Ausführzeiten hin für genau das und schreibt mir vielleicht auch gerne eure Ausführzeiten hin, wenn ihr es nicht mit Python programmiert habt. Einfach so mal als kleines Experiment. Wäre wahnsinnig spannend für mich und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.